Ja Leute, willkommen zurück zu 911 Scales, zu einem neuen Video hier am Porsche Zentrum in Mannheim mit diesem netten Fahrzeug hier hinter mir. 911 Speedster, krass. Wieder eine Review, in der wir nicht fahren. Fahrzeug ist halt einfach viel zu wertvoll. Aber ja, ich glaube, die Chance muss ich wieder nutzen, euch hier den mal wirklich zu zeigen, weil so ein Speedster ist schon krass. Wie damals GT3 RS oder vor kurzem Turbo S Exclusive Series. Das sind Autos, die sieht man nicht alle Tage. Auch hier in so einem großen Porsche-Zentrum wie hier in Mannheim. Und das ist doch mal wirklich ein Anblick. So ein Fahrzeug hier, irre. Komplett in Kreide, das heißt, wir haben hier gerade Paint to Sample. Ne? Paint to Sample. Ne? Gotta love my German humor. Ja, komplett Kreide. Ist jetzt nicht persönlich mein Farbton, aber ich weiß, viele Leute mögen dies. Und das Fahrzeug sieht halt einfach extrem gut aus, wie das da steht. Speedster ist natürlich vorne, ja, pur GT3, keinerlei Unterschiede. Das heißt, wir haben hier unten die Lufteinlässe und das Design vom GT3 und auch vor dem Kofferraum ist dieser Luftauslass. Ja, das Fahrzeug kommt mit den LED-Scheinwerfern, hat diese schönen 4 LED-Punkte und dann die Doppelscheinwerfer mit PDLS, das heißt, die lenken dann auch mit. Aber ich sag mal so ein Fahrzeug, das fährt man natürlich eigentlich nicht nachts. Das fährt man bei so einem Wetter, wie wir das hier gerade haben, ist es nicht absolut traumhaft. Blauer Himmel wie sonst was. Ja, ich hätte jetzt sehr gern die Schlüssel zu diesem Fahrzeug. Die habe ich sogar, aber fahren werden wir es nicht. Also ich hätte jetzt sehr gerne rote Nummern, um dieses Fahrzeug einmal auszufahren. Seitenprofil beim Speedster sieht natürlich enorm geil aus. Wow. Das ist doch wirklich ein Anblick. Ne? Speedster hier hinten, die Form ist komplett anders. Sowas gibt es bei keinem anderen Fahrzeug und auch die Windschutzscheibe ist ein bisschen niedriger bei den Speedstern. Ja, das Fahrzeug ist auf Basis des GT3s im Gegensatz zu den anderen Speedstern, die es vorher gab. Gerade der 997, der war ja doch mehr auf Cruiser ausgelegt mit PDK. Der hier ist wirklich ein reines Puristenfahrzeug. Wir haben hinten aus dem GT3 den 4 Liter Saugmotor, jetzt hier mit 510 PS angegeben, dreht bis 9000 Umdrehungen, hat aber schon OPF, das heißt, er schreit nicht ganz so stark wie die GT3s vorher. Das Fahrzeug kommt mit der PCCB-Bremse, die ist schön am Glänzen, das sieht einfach genial aus und die gelben Bremssättel passen natürlich perfekt zu dem Kreidefarbton. Ja, hat natürlich auch Zentralverschlussmuttern, wie es sich gehört für GT3s. Ja, und hier hinten das Design ist halt ganz anders. Ja. Das gibt es bei keinem anderen Fahrzeug. Mit diesen 2 Hubbeln hier hinten ist das natürlich pur Speedster. So wie sich das gehört, so muss das aussehen. Und das sieht einfach so genial aus. Was auch ganz spannend ist, dieses Fahrzeug hat die dritte Bremsleuchte hier oben. Ja, dieser Bügel im Prinzip, als wenn man das Auto so anfassen könnte. Da sitzt die dritte Bremsleuchte drin. Schön Speedster-Schriftzug hier in schwarz. Ja, Abgasanlage haben wir da unten, wie vom GT3 auch. Der ganze untere Teil hier ist auch pur GT3. Nur das Oberteil, wo das Verdeck drunter schlummert, das ist dann Speedster pur. Ja. Porsche-Schriftzug haben wir hier auch nochmal extra drauf. Dieses Fahrzeug ist allgemein sehr klassisch gehalten. Das heißt, wir haben es komplett in schwarz und wir haben alle Akzente auch in Carbon. Das heißt, hier unten die Einstiegsblende, wo auch schön Speedster draufsteht, ist in Carbon. Hier in der Türverkleidung, das ist auch schön aus Carbon mit dem schwarzen Leder unten und oben. Und auch hinten sehen wir auch überall alles Carbon, selbst hier auf dem Schallknauf auch Carbon. Und natürlich, was auch Carbon ist, sind die 918 Spider-Sitze. Ja. Die sind natürlich genial, purer Rennsitz und die Rückenlehne sieht einfach so gut aus mit dem ganzen Carbon. Hier das Fahrzeug hat auch die Aluminium-Optik für die Pedalerie und auch die Carbon-Fußmatten mit kreidefarbener Ledereinfassung. Also ein bisschen Porsche Exclusive Manufakturoption verbaut. Lenkrad natürlich komplett puristisch, keinerlei Knöpfe drauf, wie es sich für ein solches Fahrzeug gehört. Kommt natürlich auch direkt aus dem GT3 und etwas, was man aus keinem anderen 991 kennt. Diese Instrumente, weiße Nadeln, grüne Zahlen, ja, sollen an den alten 356 Speedster erinnern. Sieht einfach traumhaft aus und
Die Nadel geht halt bis 9000 Umdrehungen. Das ist so krass. Und auch die Sport Chrono Uhr kommt in diesem schönen Grün. Und ja, das ist auch schon so ein bisschen Heritage. Ne? Wer sich erinnert, beim Speedster gab es das erste Mal das Heritage-Paket. Dann kam das Fahrzeug in GT Silber Metallic und weiß lackierten Teilen. Sah aus so ein bisschen wie so eine Maske, kann man ruhig sagen. Mit der 48 drauf oder anderen Zahlen, die konnte man frei wählen. Und einem Cognac-Braun im Interieur. Das sah wirklich traumhaft aus. Ich hatte mal das Glück, so ein Fahrzeug beim Nürburgring zu sehen, beim AVD Grand Prix 2019. Das war irre, so ein Fahrzeug mal zu sehen. Alle Speedster sind übrigens hier auf 1948 Stück limitiert. Das Fahrzeug hat jetzt die Nummer 1645. Ja, also da ist schon eine gewisse Stückzahl vorhanden und trotzdem halten diese Fahrzeuge so enorm ihren Wert. Hier, der steht zum Verkauf für weit über 300.000 Euro. Dieses Fahrzeug ist teurer als der Exclusive Series, der da unten im Showroom steht. Und davon gibt es 4-mal so viele. So ist es halt, wenn ein Porsche einen Saugmotor hat, ein Schaltgetriebe hat, Speedster noch draufsteht und der noch durchnummeriert ist, ja, das ist halt dann einfach richtig viel Geld auf einmal. Speedster steht natürlich auch hier auf der Verkleidung für die Cupholder, die wir natürlich auch wieder benutzen müssen, wie wir das bei jedem 991.2 machen. Die sind einfach so cool, benutzen sich so schön. Das sind jetzt die teuersten Cupholder, die ich bisher benutzt habe. So, ein bisschen Spaß muss sein. Weiter geht's. Schaltknauf ist auch verkürzt. Beim normalen 991 ist der ein bisschen länger. Für die GT3s, GT3 Touring oder auch 911 Speedster gibt es den in der kürzeren Variante, schön mit Carbon drumherum und natürlich auch nur ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Das hier ist kein 7-Gang wie in den normalen Carreras. Ausstattungstechnisch, dieses Fahrzeug hat auch noch die 2-Zonen-Klimaautomatik. Ja, Standard. Wüsste jetzt nicht, wer das in einem Speedster anders ausstatten würde. Sitzheizung gibt es natürlich nicht, weil wir die 918-2er Schalensitze haben. Hier haben wir auch schön das ganze Carbon. Ja, und dann haben wir natürlich hier die Knöpfe, die gibt es bei keinem anderen Auto. Was wir natürlich kennen aus den GTs, Traktionskontrolle ausschalten, Dämpferhärter stellen, Autoblip-Funktion. Für das Schalten kann man hier das erste Mal auch manuell an- und abwählen. Das war beim GT3, glaube ich, noch nicht der Fall. Und die Sportabgasanlage können wir aufmachen. Und wir können natürlich auch den Vorderwagen anheben. Das war auch eine Option, die man bei so einem GT-Fahrzeug auch wirklich benötigt. Das ist immer wirklich sehr gut. Je nach den Ausfahrten, die man nutzt und wenn man mit dem Auto in der freien Natur unterwegs ist, ist das immer sehr, sehr hilfreich. Ja, was jetzt ein bisschen anders ist, das Verdeck, weil das ist nur halbautomatisch. Ja? Habe ich gerade schon mal so ein bisschen im Intro gezeigt, als die Alizé das Fahrzeug hier geöffnet hat. Das ist wirklich krass und das zeige ich euch jetzt mal, wie das genau funktioniert. Also, um das Verdeck zu schließen, müssen wir erst einmal die Zündung einschalten. Schlüssel heißt hier rein, Zündung an, Hallihallo. Und jetzt müssen wir den hier einmal ziehen. Ja, und damit ist jetzt hier hinten nämlich die Abdeckung aufgegangen und die müssen wir jetzt hochziehen. Das ist jetzt relativ schwer, das zu machen mit einer Hand, aber es geht ganz gut und die ist auch komplett aus Carbon, ja. Das ist halt einfach so krass. Und das ragt hier komplett hoch und da sehen wir auch schon das Verdeck, wo es drunter steckt. Und da sehen wir auch nochmal die Überrollstützen, sag ich mal. Ja. Die schießen sich dann raus wie ein Airbag, wenn das Fahrzeug im Worst Case überrollt. Das ist halt verpflichtend für alle Cabriolets und deswegen haben wir hier diese 2 Abdeckungen. Falls sich das jemand mal gefragt hat, wenn er mal einen Speedster in freier Wildbahn sieht, die verdecken das und die schießen raus und stützen das ganze Fahrzeug. So, jetzt haben wir das hier ausgefahren und jetzt muss ich das Verdeck hier rausheben. Und das ist manuell. Das wird jetzt auch richtig schwer mit einer Hand. Aber ich habe es hinbekommen. Das drücke ich da jetzt einfach nur so ein bisschen fest. Und jetzt, wie die Stiere, stehen hier diese beiden Stängel raus mit den Ösen. Und jetzt müssen wir den hier wieder runterdrücken. Ja, schön vorsichtig. Und dann drücken wir den einmal fest. Das ist im Prinzip wie vorne die Kofferraumhaube. Klack macht es. Jetzt nehmen wir hier den ersten, klacken den dran. Der ist auch echt schwergängig, da kann man nichts falsch machen. Klack sagt es. Und jetzt nehmen wir den zweiten und machen dasselbe nochmal. Klack. Ja, und damit sind wir außen mit dem manuellen Teil fertig. Und jetzt müssen wir wieder in das Fahrzeug rein. Und jetzt sehen wir hier oben diesen Haken.
Ziehen das nochmal so ein bisschen runter hier. Und jetzt ziehen wir an dem. Und jetzt gehen wir hier wieder weiter. Und er zieht das ganze Verdeck fest. Fenster gehen hoch. Wunderbar. Und so sieht der Speedster dann geschlossen aus. Ganz andere Optik. Ja, nicht mehr ganz so hübsch, finde ich. Speedster muss man halt einfach offen fahren. Das sieht ein bisschen besser aus. Aber trotzdem, es ist einfach so genial, dieses Auto. Und auch wirklich ein Privileg, hier sowas wieder filmen zu dürfen. Also wenn euch das gefällt, lasst auf alle Fälle schon mal einen Daumen oben da. Und wenn ihr das erste Mal zuschaut, ja, lasst doch gerne ein Abo da. Auch einen anderen Speedster haben wir schon mal gefilmt. Einen Paint to Sample in Jade Green, beziehungsweise auf Deutsch heißt die Farbe hellgrün, in Leipzig auf der Rennstrecke. Da dreht es sich um die Modellauto-Varianten, aber das Fahrzeug, ja, ist da auch auf der Rennstrecke unterwegs. Man hört ihn auch ein bisschen klingen. Also ich verlinke das hier oben mal. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist echt ein cooles Video geworden. Und ja, dann könnt ihr euch entscheiden, was besser aussieht. Kreide oder Paint to Sample Jade Green. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und beim letzten Video, da hatten wir ja so einen Cayman ausprobiert. Ja, und da steht er hier in Rhodium Silber Metallic. Nochmal ganz lieben Dank für das Feedback zu dem Video. Das war wirklich ganz spannend mal zu sehen. Auch wie viele Fahrer dabei sind von dem Vorgänger von dem Fahrzeug. Auch richtig cool. Das ist auch ein Fahrzeug, was ich unbedingt mal ausprobieren will. 987, das muss auch ein geiles Teil sein. Ja, und jetzt hier nochmal vielleicht die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen. Also das hier ist dann eher das Sammlerfahrzeug, sag ich mal, während das hier das Fahrzeug ist, wo man Kilometer drauf spult. Na, Cayman S, Cayman Sportabgasanlage, keine Sportabgasanlage. Schöne knallige Farbe in Indisch-Rot, sieht einfach wunderschön aus. Wobei ich hier Silber auch gar nicht schlecht finde. Ist einfach ein bisschen klassischer, ein bisschen edler. Hier die 20 Zoll Carrera S Räder, hier die 19 Zoll Räder. Aber das Wichtigste sind im Prinzip ja wie bei dem Video, was ich schon gesagt habe. Ne? Hier das Lenkrad mit den PDK-Druckknöpfen, keine Lederausstattung. Währenddessen der hier drüben das Lenkrad hat, was man will. Das Sportdesign-Lenkrad. Rechts wird hochgeschaltet, links geht's runter. Und auch der PDK-Schalter hat es auch richtig rum. Zum Runterschalten klatscht man vorne drauf und man zieht zu sich, um hochzuschalten. Und dieses Fahrzeug hat halt auch noch Lederausstattung, was beim 981 finde ich richtig schick aussieht, weil die Ziernähte hier komplett bis nach vorne gehen. Sieht, finde ich, sogar noch besser aus als beim 11er. Und mit Lederausstattung haben die da hinten auch noch, ihr seht es in der Tür, die Aluminiumzierleisten, was auch sehr schön ist. Ja, preislich die Fahrzeuge 5.000 € auseinander, der hier hat ein bisschen mehr gelaufen. Da muss man sich die Fahrzeuge mal im Detail sehen, was da vielleicht das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber vom Wert her ist es wahrscheinlich klar, dass der hier seinen Wert besser hält. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Was meint ihr von den beiden? Welcher ist ein bisschen schöner? Welchen würdet ihr lieber kaufen? Ich wäre da eher bei dem roten. Ist jetzt ein bisschen schade, dass wir den erst gefilmt haben, sonst würde ich mir halt sofort den schnappen und den nochmal filmen. Weil der muss auch richtig cool sein, richtig Spaß bringen. Mit der Sportabgasanlage muss der so gut klingen. Ja, das ist dann nochmal ein bisschen anderes Preisverhältnis als hier so ein 911 Speedster 991.2, absolut krass. Steht hier ja eigentlich auch nie wirklich zum Verkauf. Ja, wenn jemand Interesse hat, die Kontaktdaten von Laura sind wieder eingeblendet und in der Videobeschreibung. Schlag zu, es ist ein krasses Auto. Irre. Einfach nur genial, sowas mal filmen zu dürfen. Wieder ganz lieben Dank ans Porsche Zentrum Mannheim. Ich hoffe, euch hat auch dieses im Stand-Video wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn das der Fall war. Wenn ihr das erstmal zuschaut, lasst gerne ein Abo da. Guckt euch auch gerne das Video vom Exclusive Series an. Das ist auch ein mega krasses Fahrzeug. Steht hier auch noch hinten im Showroom. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao! Leute, Auszubildender muss man sein am Porsche Zentrum, ne? Dann fährt man Speedster.